Leichter Fußgeruch ist vollkommen normal. Aber warum stinken manche Füße mehr als wie andere? Und warum ist der Geruch so dermaßen unangenehm? Bleibt dran, ihr erfahrt es sofort. Habt ihr meinen Kanal schon abonniert? Wenn nicht, unbedingt unten den Abo-Button drücken, damit ihr kein neues Video mehr verpasst zum Thema Füße. Der Fußgeruch ist ganz normal. Wenn man den ganzen Tag in den Schuhen drinnen steckt, dann kommen halt schon solche Gerüche zum Vorschein, die nicht so das Wahre sind. Aber woher kommen diese Gerüche? Denn am Fuß haben wir ja eigentlich keine Talgdrüsen, nicht, weil wir auch keine Haare haben, aber wir haben Schweißdrüsen an den Füßen. Und an den Füßen und an den Handflächen sind es sogar 500 pro Quadratzentimeter. Also es ist ziemlich viel. Wenn der Schweiß aus dem Menschen rauskommt, ist er ja geruchlos. Er enthält zu 99% Wasser, Salz, Harnstoff, Harnsäure, Aminosäuren, Ammoniak, Zucker, Milchsäure und Ascorbinsäure. Dieses ganze Sammelsurium an Stoffen bildet den sogenannten Säureschutzmantel auf der Haut. Der hat immer so einen pH-Wert von 4,5 ungefähr und schützt uns vor schädlichen Einflüssen, so Bakterien zum Beispiel, Mikroben, Viren. All das geht schon beim Säureschutzmantel zugrunde. Aber was hat das jetzt mit Stinken zu tun? In diesem Säureschutzmantel sind etliche Bakterien drinnen, die eben die Bestandteile des Schweißes zersetzen. Da gibt es zum Beispiel die ganzen verschiedenen Bakterien hier. Und wenn die dann ihren Stoffwechsel anschmeißen und die zum Beispiel Aminosäuren aus dem Schweiß auffressen, dann kommt halt hinten raus ein Stoffwechselendprodukt, sogenannte Buttersäure oder Ameisensäure, und die fängt dann ordentlich zu stinken an. Mit der Zeit. Es macht es nicht gleich, es braucht seine Zeit. Und wenn diese Ameisensäure und Buttersäure zu stinken beginnt, dann hat man den typischen Käsefuß. Der Geruch des jeweiligen Menschen ist eigentlich ganz verschieden. Es hängt jetzt nicht nur von den Bakterien ab, es kann jetzt auch hormonell bedingt sein. Zum Beispiel in der Pubertät wachsen oder entstehen ja sogenannte apokrine Schweißdrüsen. Das ist eine Sonderform, das sind die sogenannten Duftdrüsen. Die sind im Achselbereich, im Schambereich oder an den Brustdrüsen. Diese apokrinen Schweißdrüsen sondern ein duftendes Sekret ab, was eben das andere Geschlecht davon überzeugen soll, dass er mit toll findet. Auch Krankheiten können dafür sorgen, dass Menschen anders riechen. Zum Beispiel Diabetiker. Wenn sie in Überzucker kommen, dann riechen die so nach Ammoniak. Oder Giftstoffe im Körper können auch dafür Sorge tragen, dass einfach die Schweißzusammensetzung anders ist und der Mensch anders riecht. Es geht auch von Lebensmitteln aus. Habt ihr bestimmt alle schon probiert, ganz viel Knobel essen. Und dann hat man mit 1,50 Meter Abstand auch kein Problem mehr, weil dann zieht man dann so eine Fahne hinterher, dann will einem keiner mehr zu nahe kommen. Es ist einfach so, dass die Schweißdrüsen Teile des Knoblauchs dann über die Haut ausdünsten lassen. Warum haben wir denn überhaupt den Schweiß? Der Schweiß ist dafür da, dass unsere Haut gekühlt wird eigentlich. Die Schweißdrüsen machen das tropfenweise auf die Haut drauf, also es kommt durch die Hautpore raus und dann fließt er über die Haut und durch die Verdunstung nimmt quasi dieses Wasser die Hitze weg von der Haut. Es ist ein ganz typischer Temperaturregulator für unseren Körper und auch ein sehr wichtiger. Es gibt ja dann auch 3 verschiedene Sorten von Schwitzen oder Nichtschwitzen, die Anhydrose. Die Anhydrose ist das Nichtschwitzen. Die Hyperhidrosis ist das vermehrte oder zu viel Schwitzen. Die haben sogar in Ruhephasen schon solche Schweißflecken hier. Und dann gibt es noch die Bromhidrosis. Die Bromhidrosis ist wirklich das krankhafte Schwitzen mit Gestank. Diese Leute können nichts dafür, dass sie so sind, wie sie sind. Da kommt einfach der Schweiß schon stinkend raus.
Wie kann man denn jetzt das Ganze vor allem an den Füßen unten vorbeugen? Gerade wenn man nämlich solche schönen Schuhe trägt, wie die ganzen Sicherheitsschuhe mit der Stahlkappe vorne oder auch, wie es jetzt die ganzen Jugendlichen tragen, die ganzen Synthetikschuhe. Das ist wirklich etwas, wenn man einen Schweißfuß hat oder einen stinkenden Schweißfuß hat. Dann soll man bitte Lederschuhe tragen, offene Schuhe, so gut es geht. Im Sommer natürlich barfuß laufen, atmungsaktive Schuhe, damit das eben der Schweiß vom Material aufgesaugt werden kann und vom Körper wegkommt. Wenn jetzt der Schweiß von den Füßen nicht wegkommt und man steht immer in seinem eigenen Saft drinnen, dann kann es schon mal passieren, dass die Hornhaut so komische Grübchen, solche Einbuchtungen kriegt. Ich habe hier ein schönes Bild. Und diese Einbuchtungen sind vermehrte Bakterien, eigentlich Bakterien, die normal auf der Haut leben und uns nichts tun. Aber in diesem Fall haben sie zu viel vermehrt. Dieses Krankheitsbild heißt Keratoma sulcatum. Wenn ihr sowas auf eurer Fußsohle findet, geht bitte zum Hautarzt. Da braucht sich nämlich dann antibiotische Cremen. Manchmal ist auch eine Pilzinfektion mit dabei. Dann braucht sie auch eine Creme gegen den Pilz. Was kann man jetzt noch machen? Natürlich Füße waschen. Jeden Tag wäre super, jeden zweiten Tag ist mindestens. Warum muss man seine Füße waschen? Ja, damit das eben der ganze Schweiß und alles, was von Tag an Dreck am Fuß drauf ist, dass das alles runterkommt und die Haut wieder ordentlich atmen kann. Das nächste ist natürlich, wenn ihr Schuhe habt, gerade solche Sicherheitsschuhe, die ihr im Beruf tragen müsst, dann guckt, dass ihr mindestens 2 oder 3 Paare davon habt, damit ihr nicht jeden Tag dieselben Schuhe tragen müsst. Schuhe müssen immer gut auslüften und gut austrocknen, damit es da eben kein Milieu für irgendwelche Bakterien oder Pilze entstehen, die was sie dann auf euren Fuß wieder manifestieren und den Fuß dann krank machen. Ihr könnt natürlich auch Einlegesohlen benutzen, da gibt es welche aus Zimt, aus Zedernholz, da gibt es ganz viele, die was eben diese Schweißsekretion aufsaugen oder manchmal auch sogar helfen, es zu verhindern. Den Schweiß selber kann man nur bedingt verhindern. Es gibt die sogenannte Iontophorese, da hat man dieses Gerät dazu. Diese Iontophorese sind so geringe Stromstöße, kann man jetzt für Hände und Füße nehmen. Und das lähmt einfach die zuliefernden Nervenbahnen und somit wird die Schweißdrüse nicht mehr innerviert, dass das Ganze wieder zum Produzieren anfängt. Was gibt es dann noch, wenn einem dieses Gerät dann zu teuer ist? Gibt es dann zum Beispiel noch Cremen mit Salbeextrakt, mit Eichenrindenextrakt. Dann gibt es noch Antihydralsalben. Die kriegt man dann alles in der Apotheke. Was ihr auch nicht vergessen dürft, ihr dürft keine Synthetiksocken verwenden. Denn diese Synthetiksocken haben leider die blöde Eigenschaft, dass sie den Schweiß nicht aufsaugen, sondern der Schweiß irgendwie im Material mit rumschwimmt. Somit wäre es am besten, wenn ihr Baumwollsocken tragt. Und diese Baumwollsocken müsst ihr oder solltet ihr mindestens bei 60 Grad waschen. Normaler Waschgang, das heißt kein Eco und kein Sparprogramm. Einfach, weil bei 60 Grad erst die Pilze und Bakterien beginnen abzusterben. Und natürlich Vollwaschmittel nehmen, dann seid ihr auf der sicheren Seite und schleppt euch da am Fuß keine Infektion an. Ja, dann gibt es nicht mehr recht viel zu sagen. Wenn ihr natürlich duschen geht, müsst ihr eure Füße auch ordentlich abtrocknen. Auch zwischen den Zehen. Denn gerade zwischen den Zehen beginnt das Ganze so gern zu mockern und wenn dann sich zwischen den Zehen so eine Blase bildet und darunter mockert es dann noch viel mehr und dann nistet sich so ein Pilz ein, dann hat man halt den typischen Zwischenzehenpilz. Auch nicht gerade angenehm, müsst ihr auch zum Arzt gehen. Da kriegt ihr eine schöne Salbe und dann ist es in 3-4 Wochen wieder erledigt. Wenn man jetzt einen Patienten hat, der auf Schmerzen steht, dann kann er eben die Botox-Injektionen auch wählen, aber ja, ich würde davon abraten, Botox ist ein Nervengift.